Die Idee, muss ich sagen, die war schon deutlich vorher da. Also die hätten wir so oder so aufgemacht, unabhängig von meinem Karriereende oder nicht, weil die Idee ist schon länger in meinem Kopf. Weil es mir einfach Spaß macht, A, mit Kids zu arbeiten und B, dann auch irgendwie tagtäglich diese Arbeit zu haben, um Kids auch zu entwickeln. So, das hätte ich so oder so angefangen, dass das jetzt natürlich so gut zusammengepasst hat mit meinem Karriereende, dass ich es natürlich auch so aktiv begleiten kann, wie ich es jetzt mache, ist umso schöner. Wenn man den Karriere beendet hat, ist es wichtig, irgendwie eine Aufgabe weiterhin zu haben, mit der man sich voll identifiziert. Und ja, das habe ich hiermit. Also ich bin Montag bis Freitag jeden Tag hier. Ich bin Samstag dann mit den Teams unterwegs bei den Spielen. Der einzige Tag, wo ich zumindest nicht vor Ort präsent bin bei der Academy, ist Sonntag. Das heißt aber nicht, dass ich nicht von zu Hause mir Spiele anschaue, analysiere und mir einen Überblick verschaffe, was am Wochenende passiert ist. Und da arbeitet man mit Kindern und nicht mit Profis. Neben der Verantwortung, die man irgendwie sportlich für sie hat, ist es natürlich auch eine große Verantwortung, sie in eine gewisse Richtung zu bringen, was Werte, Reaktion auf Sieg, Niederlage, Verhalten in einer Mannschaft, respektvoller Umgang miteinander. Das sind ja alles Sachen, die man in der Fußballmannschaft hervorragend irgendwie auch lernen kann. Und da sind wir natürlich auch in einer großen Verantwortung, weil wir sie auch auf einen gewissen Weg mitbringen. Das eine ist natürlich, sie auf dem Platz zu versuchen zu verbessern. Und das andere ist trotzdem natürlich diese Vorbildfunktion, die wir mitgeben wollen. Dass eben diese Werte, die ganz unabhängig vom Fußball dann irgendwie wichtig auch sind für das allgemeine Leben, dass wir da irgendwie auch das mitgeben und unserer Rolle irgendwo bewusst sind. Vale, chicos, ¿estamos bien? ¿Todo en orden? Han hecho 8 pases, va Darío. Ich glaube, und das habe ich auch mitgenommen irgendwie aus meiner Karriere, dass du, wenn du ein gutes Ambiente hast, wenn du eine gute Gruppe hast, die zusammensteht, dann wirkt sich das auch auf das aus, was auf dem Platz passiert. Wir alle sind Toni Kroos Academy, die Kleinsten und auch die Größten, und das ist definitiv auch was dich am Ende der Tage auch auf dem Platz als Gruppe besser macht. Va portería, abre cadera. Derecha. Vale, cuenta. Ja, es war ja viele Jahre so, dass wir uns in Deutschland vor allem auf Camps spezialisiert haben. In Madrid, vor allem dadurch, dass wir natürlich auch hier leben, ist es deutlich intensiver. Ja? Wir sind ja hier vor allem in erster Linie ein Club, ein Fußballclub, wo tagtäglich trainiert wird. Wir mit unseren Teams in den offiziellen Ligen hier mitspielen, uns jeden Samstag messen mit anderen Teams. Aber das Hauptaugenmerk liegt hier einfach wirklich dann auf das tägliche Training, auf die tägliche Entwicklung. So bist du halt in der Lage, Kids dann zu entwickeln. Aber unser Anspruch ist schon einfach auch Jahr für Jahr ein besseres Niveau auch hier zu erreichen und mit unseren Teams wirklich andere Teams dann vor Herausforderungen zu stellen, gegen uns zu gewinnen. Und dafür ist das tägliche Training unabdingbar. Ich bin ja wirklich so, wenn ich mich für etwas entscheide, wenn wir es machen, dann wollen wir es auch richtig machen. Klar, heutzutage wird alles irgendwo ein bisschen technischer. Und dem wollen wir natürlich nicht hinten anstehen, und deswegen ist einfach für uns Veo als Partner einfach top. Weil das nicht einfach nur ein Partner ist, sondern eine tägliche Hilfe, ein weiteres Accessoire für uns, um besser zu werden, um die Kinder besser zu machen, um so Teams besser zu machen und dann dementsprechend die Academy besser zu machen. Und das wird hervorragend angenommen. Natürlich, das eine ist ja das Training oder Spiele, Film einfach durchlaufen. Das ist natürlich ein toller Service, teilweise auch für die Eltern. Wir kennen das, jeder steht da irgendwo mit seinem Handy und versucht sich das, ich war ja selbst so, versucht sich das irgendwie zusammenzubasteln. Martín.
Sí, como la ropa. Pablo! Wenn ich davon rede, dass ich zum Beispiel Samstag mit dem einen oder anderen Team auf dem Platz bin, habe ich aber das große Glück, dass die anderen Teams gleichzeitig gefilmt werden von Veo und ich dann eben Samstagabend oder Sonntag mir dann diese Spiele auch anschauen kann, ob es Highlights sind, Zusammenschnitte, ob ich einen einzelnen Spieler beobachten will, mit dem ich in der Woche gesprochen habe, ihm das und das mit auf den Weg gegeben habe. Und das ist eben neben der Arbeit auf dem Platz essentiell, weil man muss sagen, die Kinder, die spielen ihr Spiel und fahren nach Hause und haben eigentlich dann relativ viel vergessen, vor allem an Details, was in dem Spiel passiert ist. Also wenn du denen dann Montag sagst, okay, so eine normale Analyse, so, da können die sich ja gar nicht mehr dran erinnern und verständlicherweise nicht mehr dran erinnern. Aber wenn du dann sagen kannst, guck mal hier, dein Trainer hat recht, guck dir das mal an, diese 3 Aktionen, wirklich auch auf den Spieler zugeschnitten, ich glaube, das hilft denen im Bewusstsein, das konstant umzusetzen, was du von denen willst und macht sie natürlich dann besser und deswegen arbeiten wir täglich mit den Veos, vor allem natürlich irgendwo in der Analyse und das macht Spaß. Man merkt bei den Kindern auch, dass denen das Spaß macht, weil die sowas Professionelles gar nicht gewohnt sind. Und sehen sich, glaube ich, selbst dann auch gerne an ihre Aktionen, sehen sich selbst und es ist ja für die ein cooles Gefühl. Alles Sachen, die ich zum Beispiel nie hatte in meiner Jugend. Ne? Und deswegen ist es wirklich ein Tool, was uns, glaube ich, auf Dauer hilft, besser zu werden. ¡Eso ahí, chicos!